lovelies, and welcome to another video with me. As the title already says, this is going to be my first German video and I'm a little bit nervous because I've never done a video in German before. You guys kept asking me if I could do this, so here I am today. I asked you on Instagram a few weeks ago to send me some questions. I picked out a few and I am going to answer them now. I would say, without further ado, I'm just going to switch into my German, and if you don't understand German, then I would recommend you to turn on the subtitles now. But let's go. So, meine Lieben, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich anfangen soll. Es fühlt sich jetzt schon falsch an. Ich habe noch nicht mal eine Minute gesprochen und ich habe jetzt schon irgendwie das Gefühl, dass es total komisch werden wird. Aber man muss ja auch immer mal was Neues ausprobieren und über seine Grenzen gehen. Und genau das werde ich heute tun. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an und wir schauen mal, wo das Ganze jetzt so hinführen wird. Eine Frage, die sehr, sehr oft aufgekommen ist, ist natürlich, was mache ich denn eigentlich? Studiere ich? Habe ich einen Job? Wie kann ich mir denn eigentlich diese ganze wunderbare Kleidung leisten? Und ich kann diese Frage natürlich total verstehen, deswegen dachte ich mir, werde ich das mal so ganz kurz anschneiden. Ende Oktober, November dazu entschieden, mich selbstständig zu machen, Instagram und YouTube professioneller anzugehen und damit sozusagen Geld zu verdienen. Was bedeutet, das ist jetzt mein Job. Ich bin jetzt gerade noch so dabei, langsam anzufangen, erstmal reinzukommen, noch ein paar Sachen zu planen. Und es geht dann erst so richtig im nächsten Jahr los. Es gibt auch einige andere Sachen, die ich gerne außerhalb von YouTube und Instagram angehen möchte, um mir da ein bisschen was aufzubauen. Aber ja, das ist das, was ich jetzt im Moment mache. Bis November habe ich durch beide Plattformen kein einziges Geld verdient. Ich hatte auch bis dahin keinen Job. Zu der Frage, wie ich dann diese ganzen Klamotten bekommen habe, lässt sich ganz einfach so beantworten, dass die Firmen mir das gesponsert haben. Ich habe sozusagen die Kleidung kostenlos bekommen. Also, um es nochmal kurz zusammenzufassen, ich bin jetzt sozusagen berufliche Bloggerin, Instagrammerin, YouTuberin oder wie man auch so gerne sagt, Content Creator. Ich finde diese Betitelungen alle irgendwie ein bisschen komisch, aber ja, so ist es halt. Die nächste Frage, die wir haben: Kommentieren die Leute deinen Kleidungsstil? Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass die meisten Leute immer sehr, sehr positiv sind. Man bekommt immer mal ein schönes Kompliment, gerade von den älteren Leuten ist es immer ganz schön, wenn dann mal eine ältere Dame zu mir kommt und sagt, ja, so habe ich mich früher auch gekleidet, das ist ja total toll. Also da kommt schon öfters mal was. Aber was jetzt so das Negative betrifft, muss ich sagen, habe ich bisher eigentlich immer Glück gehabt. Und es gibt immer mal Leute, die gerne was zu meinen Augenbrauen sagen, aber was jetzt so meine Kleidung betrifft, eigentlich nicht. Dann eine Frage, die auch sehr oft aufgekommen ist: Wie hast du so gut Englisch gelernt und hast du irgendwelche Tipps? Also, ich habe Englischunterricht gehabt seit der 1. Klasse. Das hat sich dann durch meine ganze Schullaufbahn gezogen bis zur 12. Das richtige Interesse für die Sprache selbst kam dann erst so mit 15, 16 rum. Damals war ich aber auch noch gar nicht so gut. Ich habe mich also wirklich sehr reingehängt. Ich habe jeden Tag die Sprache angewendet, ich habe englische Texte gelesen, ich habe englische Videos geschaut. Ich hatte damals auch schon Freunde aus dem Ausland, weswegen ich auch jeden Tag Englisch anwenden musste. Ich habe also auf Englisch kommuniziert, was natürlich auch immer eine sehr, sehr große Hilfe ist. Dann habe ich auch irgendwann meinen Blog angefangen, den ich auch von vornherein nur auf Englisch geführt habe. Ich war dann auch tatsächlich, ich glaube in der 8. oder 9. Klasse, in einem Englischkurs, der außerhalb der Schule war. Mit der Gruppe waren wir dann auch für eine Woche in Irland. Das war dann wie so ein Englisch-Sprachkurs, wo wir dann auch am Ende ein Zertifikat bekommen haben. Und was natürlich auch sehr ausschlaggebend für mich war, mein Work and Travel in Irland. Ich war dort für ein knappes halbes Jahr, habe dort gearbeitet, bin rumgereist und musste natürlich die Sprache anwenden. Ich hatte gar keine andere Wahl. Klar, man hat immer mal deutsche
getroffen, aber das war so selten. Und ich denke, den Tipp, den ich euch einfach nur geben kann, ist, wendet die Sprache an, seid geduldig. Also ich muss auch ganz ehrlich sein, ich weiß auch noch nicht jedes Wort auf Englisch und ich muss auch immer noch vieles nachschauen und meine Aussprache ist auch immer noch nicht perfekt und es gibt noch vieles, was ich lernen muss. Und es ist einfach ein langer Prozess. Man kann nicht erwarten, dass es von heute auf morgen geht. Wendet die Sprache an, versucht mit Muttersprachlern in Kontakt zu kommen. Wenn ihr im Urlaub seid, nutzt die Initiative und sprecht Englisch. Ja, so habe ich das halt gemacht. Und was jetzt auch gerade so meinen Akzent betrifft, das ist ja auch immer so eine Frage von Leuten, ja, wie hast denn du das so geschafft mit dem Akzent? Also ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich wirklich nie einen Fokus drauf gelegt. Das hat sich einfach irgendwie so ergeben. Ich habe halt sehr viel amerikanische und auch britische Filme, Videos angeschaut und da hat sich das halt bei mir irgendwie so eingeprägt und jetzt ist halt so ein Mix aus beiden draus entstanden. Ich habe mich jetzt nie wirklich hingesetzt und gesagt, okay, ich muss jetzt diesen Akzent haben. Das hat sich halt einfach bei mir so ergeben. Dann eine Frage, die, denke ich, ganz passend zu der vorhergehenden ist: Wie viele Sprachen sprichst du? 2, Deutsch und Englisch. Ich habe seit der 3. Klasse Französischunterricht gehabt. Allerdings bin ich da nicht wirklich dran geblieben. Es ist eine sehr schwere Sprache. Es ist eine schöne Sprache. Ich finde sie wirklich sehr, sehr schön. Aber ich bin halt einfach nicht dran geblieben. Und deswegen ist da wirklich nicht viel hängen geblieben, obwohl ich das wirklich mehrere Jahre gelernt habe. Vielleicht werde ich das irgendwann mal wieder aufgreifen. Eine Sprache, die ich auch sehr, sehr gerne lernen möchte, ist Italienisch. Ich habe tatsächlich auch mal, ich glaube letztes Jahr habe ich mal versucht anzufangen und hatte auch wie so einen kleinen Internetkurs gemacht. Aber damals ist sehr, sehr viel dazwischen gekommen und dann ist das irgendwie auch wieder verflogen und hat auch nicht geklappt. Aber da ich ja eventuell gerne mal für eine Zeit lang in Rom wohnen möchte, also nur mal für einen Monat oder so, wäre es natürlich schon angebracht, wenn ich die Sprache auch ein bisschen lerne. Deswegen ist das auch noch so ein Ziel. Liest du hauptsächlich Bücher auf Englisch oder auf Deutsch? Ich versuche ab und zu immer mal ein paar englische Bücher mit reinzumogeln, aber tatsächlich bevorzuge ich immer noch deutsche Bücher, einfach weil es für mich einfacher ist. Ich kann schneller lesen, wenn ich deutsche Bücher lese. Ich würde sagen, dass ich schon ein relativ schneller Leser bin. Und wenn ich Englisch lese, dann dauert es immer viel, viel länger. Ich muss halt zwischendurch immer mal ein paar Wörter nachschauen oder brauche halt einfach länger, um bestimmte Sätze zu verstehen etc. Es ist halt immer ein bisschen anstrengender. Deswegen bleibe ich doch immer noch beim Deutschen. Gerade im Moment lese ich tatsächlich, es liegt gerade hier, Stolz und Vorurteil auf Englisch. Ich bin aber noch gar nicht weit gekommen. Ich bin jetzt gerade mal bei Seite 62. Dann eine Frage bezüglich meiner Familie. Was ist die Meinung deiner Familie über Vintage und deinen Kleidungsstil? Also ich muss wirklich sagen, dass ich mit meiner Familie wirklich sehr, sehr großes Glück habe. Ich habe zu meinen Eltern sowie auch zu meinem Bruder ein sehr gutes und enges Verhältnis. Meine Eltern haben mich immer in allem, was ich getan habe, unterstützt. Klar haben sie auch nicht immer alles gut geheißen, was ich gemacht habe, aber sie waren immer für mich da. Was Vintage jetzt betrifft, also meine Eltern haben tatsächlich auch selber Interesse an Vintage und deswegen ist das auch alles erst so gekommen. Als ich angefangen habe, mich so zu kleiden, fanden meine Eltern das einfach toll und haben es einfach unterstützt. Zumal meine Eltern, wie gesagt, auch selber Interesse an Vintage haben, in verschiedenen Arten und Weisen. Aber es liegt halt bei uns auch einfach an der Familie. Deswegen war das auch, was das betrifft, zumindest nie ein Problem für mich. Aus welchem Bundesland kommst du und möchtest du dort immer bleiben? Also, ich komme aus dem Osten Deutschlands, aus Sachsen. An sich fühle ich mich schon sehr wohl in Sachsen, gerade auch in Dresden oder in Leipzig. Ob ich jetzt für immer hier bleiben werde, weiß ich nicht. Ich denke, dass ich auch mal für eine Zeit lang woanders wohnen werde, aber ich könnte es mir durchaus vorstellen, später vielleicht mal in Leipzig oder Dresden zu wohnen. Ja, für mich ist es halt schon irgendwie Heimat und gerade auch, weil meine Familie hier ist, würde ich schon sehr gerne auch mindestens in der Nähe bleiben. Dann eine Frage, die etwas persönlicher ist, die ich so direkt noch nie wirklich besprochen habe, aber wo ich mir dachte, ja, warum eigentlich nicht? Ich habe damit eigentlich gar kein Problem.
Und zwar, warst du jemals verliebt oder in einer Beziehung? Ja. Ich war schon mehrere Male verliebt und ich war auch schon in mehreren Beziehungen tatsächlich. 4 insgesamt, was relativ viel klingt, wenn ich das jetzt so sage. Die kürzeste war 1 Jahr, die längste waren 2 Jahre. Und wenn ihr euch das vielleicht alles so ein bisschen ausrechnet, bedeutet das, dass ich während meiner Teenagerzeit eigentlich fast immer in einer Beziehung war und ich somit eigentlich nie wirklich die Möglichkeit hatte, um mal Zeit für mich zu haben, um mal rauszufinden, wer ich eigentlich bin und was ich möchte. Und jetzt bin ich aber schon seit fast einem Jahr Single und ich bin ganz ehrlich, ich bin wirklich glücklich, so wie es im Moment ist. Ich habe das wirklich gebraucht. Ich bin jetzt wirklich in einer Phase, wo ich mich einfach selbst finde, wo ich rausfinde, was ich jetzt möchte. Ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass man lernt, alleine klarzukommen mit sich selbst. Ich finde es immer ein bisschen schade, dass wenn Single-Frauen sagen, dass sie glücklich sind, dann gibt es immer irgendwie Leute, die meinen, naja, die meinen das doch bestimmt gar nicht so. Kann man denn nur glücklich sein, wenn man in einer Beziehung ist? Ich denke nicht. Das wollte ich jetzt nur noch mal kurz loswerden, weil mir das auch öfters passiert ist, dass dann Leute gefragt haben, was, du bist glücklich damit? Das glaube ich doch nicht, aber ganz ehrlich. Wenn du ins 19. Jahrhundert reisen müsstest, in welches Jahrzehnt würdest du reisen? Das ist wirklich die schwierigste Frage überhaupt. Ich denke, die 90er kann ich schon mal rausnehmen. Das ist jetzt nicht so das Jahrzehnt, was mich so sehr interessiert. Die 40er würden tatsächlich für mich rausfallen. Einfach aufgrund der Geschichte und gerade auch, was hier damals in Deutschland passiert ist. Das würde ich mir sehr, sehr ungern anschauen. Aber was das Restliche betrifft, ist tatsächlich schon Interesse da. Selbst in die 80er würde ich sehr, sehr gerne reisen. Und vielleicht mal auf so eine typische 80er-Jahre-Party gehen. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Aber ich denke, es würde wahrscheinlich die 50er Jahre werden oder die 20er Jahre. Es ist wirklich sehr, sehr schwer, das zu entscheiden. Ich würde wahrscheinlich tatsächlich zu den 50ern tendieren, aber dann auch in Amerika und nicht in Deutschland. Nähst du dir deine Kleidung zum Teil auch selbst? Nein, leider nicht. Es ist definitiv einer meiner Wünsche, nähen zu lernen. Also das steht sehr, sehr weit oben auf meiner To-Do-Liste. Als ich damals aus Irland wiedergekommen bin, hatte ich mir eine ganz lange Liste an Dingen gemacht, die ich unbedingt lernen möchte oder die ich angehen möchte. Unter anderem auch nähen, aber das ist jetzt auch schon über ein Jahr wieder her und leider bisher noch nichts geworden. Vielleicht nächstes Jahr, aber ich würde es wirklich sehr, sehr gerne machen, einfach weil ich auch so extrem viele Designideen in meinem Kopf habe und es einfach so viele Kleidungsstücke gibt, die ich gerne kreieren würde. Und es ist natürlich immer sinnvoll, wenn man selbst auch ein bisschen nähen kann. Vielleicht irgendwann nähe ich meine eigene Kleidung. Wer weiß. Würdest du Kleider verkaufen, die du nicht mehr trägst? Ja, tatsächlich würde ich das gerne machen. Dieses Jahr nicht mehr, aber ich habe mir vorgenommen, für nächstes Jahr ein bisschen meinen Kleiderschrank auszumisten. Und ich weiß noch nicht ganz genau, auf welcher Plattform ich das Ganze veranstalten werde. Ob ich es über Kleiderkreise mache oder vielleicht auch wirklich auf Instagram, damit jeder eine Möglichkeit hat, was davon zu bekommen. Natürlich sind das dann alles nur Größen zwischen XS und S, logischerweise. Aber ja, ist definitiv in Planung. Wenn da natürlich noch mehr Interesse besteht, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen und dann werde ich das Ganze über Instagram machen. Es ist immer eine sehr zeitaufwendige Angelegenheit. Man muss dann die Klamotten erstmal raussuchen, dann muss man sie natürlich waschen, bügeln, Fotos machen, das Ganze hochladen. Das dauert halt immer seine Zeit, deswegen habe ich das jetzt erstmal die letzten Monate immer so ein bisschen aufgeschoben, aber es wird nächstes Jahr auf jeden Fall was diesbezüglich kommen. Also Augen offen halten, wenn ihr da gerne irgendwas von mir kaufen möchtet. Aber ja, das waren jetzt also die Fragen, die ich mir rausgepickt habe, wo ich mir dachte, okay, das könnte vielleicht interessant sein. Lasst mich wissen, ob ich nochmal sowas in der Art machen soll, also nochmal ein deutsches Video. Oder ob das jetzt einfach total blöd war und ich das lassen soll. Ich fand es eigentlich jetzt so gerade dem Ende hingegen gar nicht mehr so schlimm, auf Deutsch zu reden. Es ist eigentlich, um ehrlich zu sein, auch mal ein bisschen erfrischend, weil ich
jetzt ein bisschen offener sprechen kann und nicht die ganze Zeit immer nachdenken muss, wie ich jetzt meinen Satz bilde und was jetzt das Wort auf Englisch ist oder so. Ich bin sozusagen ein bisschen freier, was meine Sprache betrifft, was eigentlich gar nicht so schlecht ist. Aber ich werde trotzdem meinen Kanal noch weiterhin hauptsächlich auf Englisch weiterführen, einfach weil ich ja ein größeres Publikum anspreche. Meine Community auch sehr international ist, deswegen sollte diesbezüglich jetzt auch keine Sorge bestehen, dass ich jetzt ab sofort nur noch deutsche Videos mache. Das wird definitiv nicht passieren, aber vielleicht ja ab und zu mal. Wenn Interesse besteht, lasst mich auf jeden Fall wissen. Ich hoffe, es war interessant. Ich hoffe, es hat euch irgendwie ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderbaren Rest des Tages. Und ich sehe euch dann in irgendeinem meiner nächsten Videos. Tschüss!